Hallo, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge aus der Schlafzimmerei. Heute mit dem Thema, woran erkenne ich eigentlich eine gute Beratung? Gute Frage. Es ist so, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Matratzen, sonst wärt ihr ja auch nicht hier auf YouTube und guckt und Matratzeninformationen, wo kriege ich das alles her? Und dann geht ihr los, irgendwo hin. Geht in ein Möbelhaus oder geht in ein Fachgeschäft oder am besten ist, ihr geht in 2 oder 3 oder 4 Geschäfte, das rate ich euch auf jeden Fall. Holt euch mehrere Meinungen ein, das ist so das Erste. Und dann kommt ihr in einen Laden und da kommt vielleicht rein und sagt, ja, wir suchen Matratzen. Na, und dann kommt ein Verkäufer und sagt dann so, ja, was suchen Sie denn? Das ist so irgendwie eine ziemlich blöde Einstiegsfrage, passiert aber tatsächlich relativ häufig. Dann ist es so, wenn euch der Verkäufer nicht nach einem Lattenrost fragt und ihr sagt so, nee, unser Lattenrost ist oben unten verstellbar und da sind so Härteregler dran und so. Das ist noch gut, wir suchen eigentlich nur Matratzen. Ja, dann zeige ich Ihnen mal was. Könnt ihr eigentlich auch gleich wieder rausgehen. Also wer da nicht gezielt nachfragt mal, was ist das, wie alt ist das, woher und so weiter. Ganz, ganz wichtiges Thema, hatte ich ja beim Lattenrost schon mal mit drin. In jedem Laden, wo ihr euch vielleicht mit Jacke und allem, ne? So, ich mach's mal vor. Oh ja, die ist gut. Oh, das ist ja eine tolle Matratze. Oh, super. Ja, da haben wir ja schon was gefunden irgendwie. Vergesst es. Der Verkäufer muss fragen, welcher Schlaflage liegt ihr? Rücken, Seite, Bauch, habt ihr irgendwelche körperlichen Probleme? Kann er überhaupt darauf eingehen? Kennt er sich damit aus? Achtet auf euer Bauchgefühl dabei. Dann in jedem Laden, wo man euch mehr als 3 oder 4, maximal 5 Matratzen, aber dann hört es auch echt schon auf, zeigt, könnt ihr eigentlich wieder rausgehen. Also das kann sich ja kein Mensch merken. Ne? Ihr liegt da auf Taschenfederkern und hier Visco und dann habe ich hier noch was und dann werden die womöglich immer teurer. Auch das ist total der Schwachsinn. Worauf habt ihr bisher gut geschlafen oder nicht? Warum braucht ihr überhaupt neue Matratzen? All das sind Fragen, die müssen in der Beratung kommen, vom Verkäufer auch. Ne? Es nützt nichts, dass da einer steht im schlechten Anzug, ne, an einem verkaufsoffenen Sonntag und sagt, ja, ich habe hier aber einen im Angebot und das gibt es hier so als Set und das ist hier der Renner und legen sich doch mal drauf und gucken Sie mal und den legt ihr da drauf und der Verkäufer sagt, ja, eure Schulter hier, die sinken total gut ein und sie liegen total gerade hier. Und die Leute liegen da krumm und schief. Ich gucke mir das halt an. Da gibt es die tollsten Tricks mit Kugelschreiber drunter legen und sehen sie, haben sie gar nicht gemerkt. Und das ist so ein sensationell neues Material. Alles okay, kann man alles machen, kann klappen. Aber gerade bei solchen Fällen holt euch mal eine zweite oder dritte Meinung ein. Ganz, ganz wichtig. Matratzen und Lattenroste kaufen wir nicht im Vorbeigehen. Es geht um die nächsten 10, 12 Jahre eures Lebens dabei. Die teuersten sind nicht die besten. Die Beratung ist halt eben super, super wichtig. Ihr kriegt schon ein Gefühl dafür, will da jemand was andrehen? Also so, ne, der will uns hier was verkaufen, der macht so einen guten Preis und naja, nur heute und so, seid da vorsichtig mit. Also geht lieber noch mal raus, der Preis gilt auch morgen noch. Und hört auf euer Bauchgefühl. Ne? Also hier kommen jeden Tag Leute rein, die müssen ihre Sachen wegschmeißen, weil die Beratung einfach schlecht war. Wie sie hinterher erfahren haben, ach, wären wir doch mal zuerst zu Ihnen gekommen. Ja, das kann man zwar alles machen, könnt auch gerne in ein anderes Fachgeschäft gehen, aber 2, 3 Meinungen einholen. Mehr als 3 oder 4 Matratzen sind nicht nötig. Man muss unbedingt auch mal auf den Lattenrost eingehen, auf eure Schlafgewohnheiten, Jacke aus, Schuhe aus, alles was geht. Natürlich jetzt nicht in Unterhose Probe liegen, das geht ja nicht. Aber nehmt euch Zeit und achtet darauf, was will der von euch. Ist das euer Begleiter und hilft euch irgendwie in dem Dschungel der Schlafsysteme das Richtige zu finden oder will euch nur was andrehen? Und das könnt ihr ganz gut herausfinden. Ihr seid alle schon groß, ihr könnt das Internet bedienen, ihr guckt hier ein YouTube-Video und insofern werdet ihr rauskriegen, ob ihr an den Richtigen geratet und ob ihr eure Matratze da auch gefunden habt oder auch nicht. Okay. Wir werden in der nächsten Folge sicherlich noch auf die Materialien eingehen, nochmal, die für euch vielleicht wichtig sind, aber das zum Thema Beratung. Okay, schlaft gut, schöne Zeit und wenn euch das Ganze hier gefällt, liked das Ding, abonniert den Kanal und dann verpasst ihr auch nichts. Alles klar, bis bald. Tschüss.